Willkommen zum Holy Home Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo zur neuen frischen Folge beim Holy Home Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Der ein oder andere von euch hat sicher den Vorsatz, ein Haus oder eine Wohnung zu besichtigen dieses Jahr. Und für den ist diese Staffel über Bestandsimmobilien wirklich besonders interessant. In den letzten Folgen habe ich ja schon die Architektin Anaïs Cusneau zum Thema Besichtigungen interviewt und auch die Maklerin Simone Appold. Ja, und mit ihr bin ich auf das Thema eingegangen, wie man so ein Preisgefühl bei einer Immobilie entwickelt. Und sie hat total richtig gesagt, dass eine Bewertung immer absolut subjektiv ist, denn jeder setzt ja andere Kriterien an, was ihm dann wirklich wichtig ist. Also Balkon oder irgendwie eine schöne Aussicht oder eine zentrale Lage. Und da hat sie wirklich absolut recht. Trotzdem wollte ich aber auch wissen, ab wann ist jetzt eine Immobilie auch total überteuert? Und deshalb habe ich heute eine Immobilieninvestorin eingeladen, die ganz genau mit ihrem Spitzenbleistift nachrechnet, ob sich eine Immobilie objektiv rechnet oder auch nicht. Und sie verrät uns, wie sie an das ganze Thema Preis herangeht. Und ich habe dieses Interview ganz bewusst gemacht, damit ihr so beide Perspektiven versteht und auch vergleichen könnt und damit ihr für euch so einen eigenen Weg findet. Meine heutige Gästin ist Maike Kipka, auch bekannt als Mrs. Property. Sie ist Immobiliencoach und erfahrene Investorin. Maike unterstützt eben auch Menschen dabei, ihre erste Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen. Das heißt, wenn man die Immobilie vermieten will. Ja, und ich versuche mit ihr die Frage jetzt zu beantworten, wie finde ich heraus, ob eine Immobilie einen wirklich fairen Preis hat. In der heutigen Folge erklärt uns Maike, welche 3 konkreten Tools sie nutzt, um ein Preisgefühl in verschiedenen Städten für die Immobilien zu bekommen. Und sie gibt uns Einblick in ihre Strategie, wie sie auch Renovierungskosten realistisch einschätzt. Und dabei erklärt sie uns, dass sie auch da schon ChatGPT nutzt. Und sie verrät uns auch ganz konkret, wie sie bei Preisverhandlungen vorgeht. Maike erklärt uns auch, wie man eine Bruttomietrendite ausrechnet und ab wann sich dann eine Immobilie lohnt. Ja, und wir besprechen auch, ab welchem Moment dann ein Eigenheim von einer Lifestyle-Entscheidung eher so eine Fehlinvestition wird. Zudem erklärt sie auch, warum Einfamilienhäuser keine gute Kapitalanlage sind. Und am Ende verrät sie uns noch einen sehr heißen Tipp, und zwar, wie ihr Makler geschickt auf eure Seite zieht, mit einem wirklich guten Trick. Ja, heute müssen wirklich alle die Ohren spitzen, die eine Immobilie kaufen wollen. Egal, ob es jetzt für die eigene Nutzung ist oder eben als Kapitalanlage. Also freut euch auf eine spannende Folge mit Maike, gespickt mit ganz vielen Insider-Tipps. Also, los geht's! Ich begrüße heute Maike Kipka, bekannt auch als Mrs. Property. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Hallo Anna, schön, dass ich hier sein darf. Super. Ich stelle dich mal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vor. Maike ist Immobiliencoach und selber Immobilieninvestorin und unterstützt Menschen dabei, ihre erste Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen. Und dabei setzt sie sich immer wieder natürlich mit der Frage auseinander, was ist eigentlich der richtige oder was ist der faire Preis für eine Wohnung? Und ich freue mich, dass ich dich heute zu diesem Thema löchern darf. Also es ist wirklich die Frage der Fragen, Anna, die du dir da rausgesucht hast, ja. Ja, also ich wollte jetzt ganz kurz, weil vielleicht ein oder andere dich ja gar nicht kennt, ja, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, wie du zu dem ganzen Thema Immobilien gekommen bist. Also bei mir geht es so ein bisschen eigentlich um meine gesamte Geldreise, sage ich mal. Ich habe 2015 beschlossen, ich möchte finanziell unabhängig werden. Bedeutet, ich möchte irgendwann meinen Lebensunterhalt nicht mehr aus Arbeit bestreiten, sondern aus Kapitaleinkünften im weitesten Sinne. Das heißt, ich habe dann erst angefangen, in Aktien zu investieren. Ich habe immer ganz gut verdient. Also ich war in der chemischen Industrie, war dann in einer Unternehmensberatung, habe dann erst mit Aktien angefangen und habe dann irgendwann festgestellt, jetzt verdiene ich irgendwie viel Gehalt, ich zahle super viel Steuern, ich habe Rücklagen, ja, ich habe keine weiteren Schulden, ich habe eine Bonität für eine Bank und es gibt die Möglichkeit, Immobilien zu kaufen und es so zu strukturieren, dass in Anführungszeichen mein Mieter meinen Kredit abzahlt. So, das hat mich natürlich total gecatcht. Und mit dem Ziel habe ich dann 2019 meine erste Wohnung gekauft.
Das war auch Und vor der Immobilienkrise, muss man dazu sagen? welche Immobilienkrise? Ach so, der Also, Crash halt na ja, mit den war halt Zinsen, schön ja. zum Mhm. Einkaufen. Ja, Klar, genau, Zinsen war hoch, super. ne, Preise Ja. runter. Also als Kapitalanlage ist es immer eine Frage von Marktphase. Ich glaube, man kann in jeder Marktphase gute Deals machen und gut einkaufen. Kommen wir Mhm. ja später auch noch mal Ja. dazu, ab wann lohnt es sich eigentlich. Aber tatsächlich, ne, 2019 die erste Wohnung, klitzekleine Bude, 44 Quadratmeter, Kaufpreis, halte ich fest, 37.000 €. Wow, cool. Wow. In Essen in einer mittleren bis einfachen Lage, würde ich Ja. sagen. Also wirklich ein Kapitalanlageobjekt, also gar nicht den Eigennutzerblick da drauf gehabt. So, und das funktioniert tatsächlich so gut, dass die Kaltmiete, die ich dort erziele, die Rate an die Bank deckt und sogar noch ein kleiner Überschuss da, übrig bleibt. Und dann war ich Feuer und Flamme, weil ich gedacht habe: „Okay, wenn ich das einmal machen kann, dann kann ich das auch öfter machen.“ Mhm. Und habe dann Ja. weiter Immobilien dazugekauft, jetzt die letztes Jahr im, Oktober und bin jetzt bei insgesamt 5 Wohnungen, die ich vermiete und habe mir das Ziel gesetzt, jetzt dieses Jahr auch ein Mehrfamilienhaus zu kaufen mit 6 Wow. bis 8 Parteien. Also, das darf durchaus weiter wachsen, wenn man dieses Game einmal verstanden hat, ja, wie geht das? Wie suche ich, wie finde ich ein passendes Objekt? Wie mache ich eine gute Verhandlung? Sprechen wir auch später drüber. Wie geht das mit der Bank? Ja, und Ja. wenn man sich auch mit diesen Schulden dann wohlfühlt, weil man Ja. versteht, dass die Kalkulation irgendwie aufgeht, dann kann man da wirklich sukzessive reinwachsen. Genau, so bin ich selber zum Thema Immobilien gekommen und weil ich einfach von diesem Konzept so begeistert und so fasziniert bin und immer gedacht habe: „Wo sind die anderen?“ Vielleicht auch Frauen, wobei ich mich nicht nur an Frauen wende, aber wo sind die anderen Menschen, die auch mit beiden Beinen im Berufsleben stehen, die 'n gutes Gehalt verdienen, die alle 'ne Rentenlücke haben, ja, die Ja, alle vorsorgen müssen. stimmt. Wie kann ich quasi dieses Thema Immobilieninvestment rüberbringen? Und so ist dann Mrs. Property entstanden 2021. Ja. Ja. Cool, super. Du hast dir jetzt schon selber erzählt, du hast Immobilien in unterschiedlichen Städten. Also, da ist jetzt mal Mhm. Bochum gefallen und Essen, glaube ich. Mhm. Und wenn du jetzt so an so 'ne Stadt herangehst, wie bekommst du so 'n Preisgefühl, ob jetzt der Preis in Essen zum Beispiel fair war oder gut Ja, war? ja. Also, in Essen kam's mir zugute, dass ich selber mal in der Stadt gelebt habe für Mhm, 1,5 Jahre ungefähr, und zumindest auch mal wusste, ähm, in welchen Stadtvierteln, mhm, ja, haben wir so welches Niveau ungefähr, ja? Also, mhm, wir haben in Essen 'n ganz starkes Nord-Süd-Gefälle. Der Süden ist mhm, der, eher wohlhabendere Teil der Stadt, der Norden mhm, ist eher der einfachere mhm. Teil der Stadt. Also, was natürlich hilft, ist, wenn man irgendwie 'nen persönlichen Bezug zu Ja. dieser Stadt irgendwie hat, klar. Was nicht heißt, dass das so sein muss. Also, die Kunden, die ich betreue, die wohnen deutschlandweit und die kaufen deutschlandweit, ja, also grade diejenigen, die irgendwie im deutschen Süden leben, Mhm, mich jetzt auch eingeschlossen in München, ja. mhm. Also, hier mit 'ner vernünftigen Rendite zu kaufen, schwierig. Das heißt, die Frage, die du stellst, ist total richtig. Wie kann ich denn überhaupt mich mit so 'ner Stadt dann auch vertraut machen? Und es gibt, Mhm, im Prinzip eine wirklich gute Quelle. Wir alle kennen mhm, Immobilien Scout, ja, weil wir dort mhm. Angebote finden. Ja, Immobilien Scout hat eine Preisatlas-Funktion. Ich denke, das können wir auch unter ja. der Folge mal verlinken. Das Mhm, ist ja. Mhm, atlas.immobilienscout24.de und dort kann man wirklich die Stadt eingeben und 'n durchschnittlichen Kaufpreis kriegt man dort ausgespuckt. Man kann aber auch auf Stadtteilebene runtergehen, also in größeren mhm. Städten. Klar, je größer die Stadt, je mehr Immobilienmarkt da ist, desto besser ist die Datenlage. Ja. Das heißt, das wäre für mich immer die allererste, Anlaufstelle, Mhm. um, Achtung, Angebotspreise zu finden. Ja, ich Ja? glaube, das ist Das ganz wichtig. Ja. sind ja Mhm. nicht dann die Preise, die tatsächlich beurkundet werden. Es hat 'ne Zeit gegeben, da waren die Angebotspreise niedriger und die Preise, die dann tatsächlich gekauft wurden, waren höher. Mhm. Im Moment würde ich sagen, kommt das eigentlich ganz gut hin. In den letzten Monaten oder letztes Jahr, vorletztes Jahr war es so, dass dann der Angebotspreis über dem war, das dann Mhm. später beurkundet wurde. Aber Da das ist wurde auf jeden gut Fall 'ne nachverhandelt. Mhm. richtig, genau. Das ist auf jeden Fall erst mal die Anlaufquelle Stelle, wo ich sagen würde, ist 'ne gute Datengrundlage, sich damit Mhm. mal vertraut zu machen. Und ansonsten heißt es einfach wirklich 'n Suchauftrag einstellen, den Markt beobachten und sich wirklich mal ich bin so 'n Excel-Freak, Mhm. vielleicht 'ne Tabelle anzulegen und mal wirklich über Wochen und Monate Buch zu führen. Ja, Einzimmerwohnung, die Größe, der Preis, Zweizimmerwohnung, die Größe, der Preis oder vielleicht auch Mhm. Häuser, ja, um sich selber 'nen Bild von diesem Markt zu machen. Ah ja, okay. Mhm. Ja.
Also ganz viel beobachten und letztendlich dieses Vergleichen, dass man ganz viel vergleicht und einfach da sich herantastet. Auch Do your own letztendlich ja auch, research, ja. genau, man muss aber, glaube ich, dann auch immer noch dazu schreiben, es war Neubau oder es ist ein Genau, altes klar. Denkmalgebäude Baujahr, und ja, genau, Baujahr richtig. und so dazu schreiben, dass das auch ein bisschen, ja, quasi valide wird. Ja, Mhm. cool. Das heißt, das ist eigentlich letztendlich auch so ein bisschen die Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass man, wenn man jetzt sagt: „Okay, ich möchte ein Preisgefühl für eine Stadt bekommen“, dass ich eben letztendlich auf ImmoScout gehe, diesen Preisatlas mir anschaue und dann ein bisschen beobachte über 'n längeren oder wie lange machst du Ja. das dann so? Paar Monate oder paar Wochen? Ich weiß gar nicht. Ich würde es mehr davon abhängig machen, wie viele Objekte auf den Markt kommen und wie groß quasi der Bereich Aha, ist, den ich beobachte, ne? Also, wenn ich ja, 'n 10.000 Seelendorf beobachte, ja, dann wird es wahrscheinlich länger dauern, bis stimmt. ich 'ne gute Anzahl an, Objekten habe, wo Ja, ich wirklich mal dann, also, ich würde mal sagen, so 20, 25, 30, Objekte mhm. kann man schon mal einfach von außen sich anschauen, ja. Ah ja, okay, wunderbar. Mhm. Und jetzt hast du schon das Tool genannt, Preisatlas. Gibt es noch Mhm. andere Tools, die man da irgendwie nutzen kann, die man vielleicht jetzt so gar nicht als Laie irgendwo aufm Schirm Ja, hat? Mhm, tatsächlich. Also, ich meine, einen wichtigen Punkt hast du grade eben angesprochen, ja. Auf ImmoScout werden in dieser Preisatlasfunktion zum Beispiel das Baujahr nicht berücksichtigt, der Zustand nicht berücksichtigt. Und es gibt ein Tool, das ist gelistet auf check24.de. Das sind alles, mhm, frei verfügbare Tools, ne? mhm, Check24 hat auch, quasi einen Bereich, wo sie Baufinanzierungen vermitteln. Das heißt, die Idee okay. hinter diesem Tool ist, ja, sie wollen dir natürlich dann hinterher 'nen Termin für 'n, 'N ja, Lied, okay. Kreditberat, Mhm, ja, genau. Ist kostenfrei, man muss die E-Mail-Adresse nicht dalassen. Das heißt, können wir auch verlinken, check24.de mhm, mhm, Baufinanzierung/Immobilienbewertung. mhm. Und dort kann man dann viel, viel detaillierter eingeben: Quadratmeter, Anzahl Zimmer, Anzahl Badezimmer, Stellplatz, Ah, ja, okay. nein, Baujahr, Zustand, ne? Gut, sehr Mhm, gut, renovierungsbedürftig, mit der konkreten Adresse. Und mhm, dort kriegt man dann, also da steckt so 'n KI-Tool dahinter. Da kriegt man dann wie so 'ne Art, ja, Gutachten ist es natürlich nicht, ja, aber man kann ja, sich dann ja. So 'n PDF downloaden und da steht dann wirklich, 'ne Preisrange angegeben, wie das Mhm. Objekt eingewertet wird. Und was auch spannend ist, historische Daten. Also, du kriegst dann in diesem PDF auch Vergleichsobjekte aufgelistet, ja? Also, Ach weiß nicht, cool. vor 6 Mhm, Monaten wurde in der Straße das Haus nebenan für den und den Preis angeboten. mhm. Ja, also wirklich auch in der Rückschau. Das ist auch 'n Tool, was ich super gerne nutze. Das funktioniert sowohl für Häuser als auch für Wohnungen. Ach super. Genau. Und vielleicht noch 'n weiterer Tipp: Es gibt in größeren Städten und Gemeinden den sogenannten Gutachterausschuss. Mhm, Der hat die Aufgabe, tatsächlich beurkundete Immobilienpreise festzustellen. Das heißt, jetzt auch ich habe ja im Oktober in Bochum 'ne Wohnung gekauft, dann kommt mhm, ein Brief vom Gutachterausschuss mit einem Formular, was ich dann ausfülle. Aha, wie alt war denn das, ne, wie alt war die Wohnung, wie mhm, groß ist die, wie viel Zimmer? Und die bringen dann den sogenannten Grundstücksmarktbericht raus. mhm. Und den Das kann ich mir Problem, downloaden oder? manchmal ist der kostenfrei, manchmal ist der Mhm, kostenpflichtig. okay. Also, häufig gibt's 'ne kostenfreie Preview Mhm, sozusagen, wo, so die oberflächlichsten Daten drin sind, wenn man tiefer eintauchen möchte. Weiß nicht, 30, 40, 50 €, mhm, gut investiertes Geld. Da ist natürlich so 'n bisschen das Problem, das kommt sehr zeitverzögert. Ja, das heißt, mhm, die bringen den immer für ein ganzes Jahr raus. mhm, Ich mhm. glaube, dass der Grundstücksmarktbericht 2024 kommt dann irgendwann Mitte, Ende 25. Ach so, spät, Ne? okay. Kommt so 'n Mhm, bisschen mhm. zeitverzögert, manche sind schneller, Ja. aber ist auf jeden Fall 'ne sehr, 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 sehr valide Quelle, einfach weil dort eben die tatsächlich beurkundeten Kaufpreise, ausgewertet werden. Ach, das ist ja 'n cooler Tipp. Also, da ist dann wirklich auch nicht nur also, da ist dieser Verhandlungsspielraum dann quasi rausgerechnet. Ich hatte letztens 'ne Folge, da ging's ums Thema Besichtigungen und natürlich Mhm. treten da auch immer gerne Mängel auf, dass man das eine oder andere sieht, wo man sich denkt: keine Ahnung.“ Wie gehst du jetzt ganz konkret vor? Du siehst jetzt 'ne Wohnung, du bist bei der Besichtigung und du siehst zum Beispiel, keine Ahnung, die Fenster sind noch nicht so Mhm. perfekt. Wie machst du das mit den Abschlägen? Weil das muss Ja, man ja irgendwie da reinrechnen. Wie gehst ja. du da konkret vor? Also, wenn wir jetzt wirklich über 'ne Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus sprechen Mhm. und auch Ja. über Kapitalanlage sprechen, dann ist natürlich erst mal zu unterscheiden, was ist das sogenannte Sondereigentum, was ist das Mhm. Gemeinschaftseigentum. Fenster, die du jetzt grade genannt hast, sind in der Regel Gemeinschaftseigentum. Das heißt, die Mhm. kann und muss und darf ich gar nicht selber Mhm. einfach so auf eigene Faust und auf eigene Kosten austauschen. Das läuft dann über die Eigentümergemeinschaft respektive mit Unterstützung der Verwaltung.
Das heißt, in dem Fall ist vor allem natürlich interessant, was ist im sogenannten Sondereigentum, sprich Okay, die lass uns Elektrik den in der Wohnung. Genau, oder der Parkett ist irgendwie jetzt nicht so cool. Ja, genau. Also Elektrik in der Wohnung, das Bad zum Beispiel, Böden, Ja. Innentüren, Wände, genau. Gut, da muss man natürlich einfach gut dazu in der Lage sein, diese Kosten abzuschätzen. Und das ist Ja, natürlich nicht einfach. das ist die Aufgabe. Ich Ja. würde das immer mit einem Handwerker anschauen und mir, also gerade dann, wenn es auch wirklich um größere Beträge geht, die ich unter Umständen auch mitfinanzieren möchte, Ja. mir ganz, ganz früh einfach Kostenvoranschläge holen. Also mit einem Handwerker vielleicht schon die Besichtigung machen. Ich meine, man hat ja anhand der Fotos schon eine Idee, in welchem Zustand ist die Wohnung, ja. Und wenn du im Prinzip weißt, hey, ich muss da das und das und das machen, dass man das vielleicht schafft, zur Besichtigung schon einen Handwerker mitzunehmen, der dann eben auch, wie gesagt, Kostenvoranschlag schon mal machen kann, weil man sich ja bei der Kapitalanlage, du hast jetzt gerade eben den Parkettboden angesprochen, immer Gedanken über die Wirtschaftlichkeit macht. Ja. Ja, also gut, wenn ich jetzt einen Parkettboden schon drin habe, ist das natürlich schön, aber ich würde natürlich in einer Kapitalanlage Immobilie, wo ein Laminatboden drin ist, jetzt kein Parkett reinlegen, wenn mir das der Mieter am Ende nicht honoriert. Das heißt, auch da schaue ich dann einfach wirklich mit der Investmentbrille drauf, habe ich einen Return on Invest? Wenn ich dort, ich weiß nicht, x 100 Euro pro Quadratmeter investiere, bekomme ich so und so viel Euro mehr Miete am Ende auch raus. Ja, was man natürlich immer, also weil du ja auch so ein bisschen gefragt hast, es muss sich ja dann auch im Preis widerspiegeln. Ja. Also eine renovierungs- oder sanierungsbedürftige Immobilie muss günstiger sein als eine, die in einem guten Zustand ist. Das ist logisch. Und dann darf natürlich der Kaufpreis plus die Sanierungskosten in Summe nicht mehr sein als der ortsübliche Marktpreis. Ja, Okay. weil sonst, also wenn ich jetzt, dann habe ich einfach zu teuer gekauft. Genau, ja. Genau, und zum Thema, also wenn dann Dinge am Gemeinschaftseigentum sind, also Fenster, Fassade, Dach, Heizung, da ist dann einfach die Frage, inwieweit hat die Eigentümergemeinschaft dafür vorgesorgt und Rücklagen gebildet? Wenn ausreichend Rücklagen vorhanden sind, dann interessiert es mich nicht. Im Gegenteil, dann freue ich mich sogar, wenn da noch Geld investiert wird, wofür ich erstmal nichts bezahlt habe. So. Ich darf es dann übrigens auch von der Steuer absetzen. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Ah ja, okay, cool. Geld anderer Leute von der Steuer absetzen, finden wir gut. Genau, aber also wie gesagt, Handwerker mitnehmen, Kostenvoranschläge machen. Man kann tatsächlich mittlerweile auch ChatGPT ziemlich gut nutzen. Also einfach mal sagen, hey, so und so viel Zimmer, ja, so und so viel Innentüren, so und so viel Quadratmeter in dem und dem Ort, ja, weil natürlich auch Handwerker und Material vielleicht nicht, aber Handwerkerpreise und Löhne in Deutschland auch unterschiedlich sind, je nachdem, wo wir uns befinden, um da zumindest mal eine grobe Schätzung rauszukriegen, werden es jetzt 400 Euro den Quadratmeter, die ich reinstecken muss, oder 800 Euro. Das geht auch tatsächlich ziemlich gut, nach meinem Gefühl. Ah, wirklich? Okay, cool. Das ist ja ein witziger Tipp. Okay, habe ich noch nicht ausprobiert, aber ist ja spannend. Mach das mal. Ja, das mache ich. Also da kommen so Ranges raus, ja, aber das ist ungefähr, also einfach mal ein Bauchgefühl kriegst dafür, sind es 20, 50 oder 100.000, ja. Genau. Jetzt ziehe ich mal die Frage zur Preisverhandlung vor, weil dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt da zum Beispiel steht, da muss im Bad was gemacht werden und da stehen jetzt irgendwie 10.000 Euro im Raum, die der Handwerker angeboten hat. Wie gehst du jetzt bei so Preisverhandlungen vor? Also so, dass man da quasi auch zum guten Ergebnis kommt, sage ich jetzt mal. Ja. Also genau, wenn du im Prinzip weißt, wie hoch ist die Summe, die ich in dieses Objekt noch reinstecken muss, damit ich es entweder vermieten oder selber bewohnen kann, dann schaust du dir natürlich mal an, was kosten vergleichbare Objekte, die dann neu renoviert sind. Also wenn ich jetzt die gleiche oder eine gleichwertige Wohnung in einem renovierten Zustand kaufen würde. Das kann man übrigens mit diesem Tool bei Check24 auch gut kann man so ein bisschen rumspielen, indem man einfach den Zustand von renovierungsbedürftig auf frisch renoviert verändert. Ja, dann sieht man, wo man im Prinzip in Summe dann hin muss. Also sprich, wie ich es eben gesagt habe, Kaufpreis plus Sanierungskosten darf dann nicht mehr sein als der Marktwert, der dann da am Ende rauskommt. Das heißt, ich muss mir für mich einen Preis definieren, den ich erzielen möchte, den ich maximal bereit bin zu bezahlen, wo meine Schmerzgrenze liegt. Und dann, ist es eigentlich Verhandlungsgeschick, was gefragt ist. Das heißt, wir sammeln einfach Argumente und zwar nicht so, da ist aber ein Sprung in der Fliese, ja. Nobody cares, interessiert wirklich keinen, sondern wir sammeln die Dinge, die wirklich, wie du es gesagt hast, auch substanziell Sanierungsaufwand erfordern. Und dann im Prinzip Argumente zusammensammeln, weil
stell dir vor, du hast einen Makler, der ja in der Regel zwischen dir und dem Verkäufer vermittelt. Das Ziel ist es eigentlich, den Makler davon zu überzeugen, dass das ein guter Kaufpreis ist, damit derjenige dann den Verkäufer überzeugen kann, dass das ein guter Kaufpreis ist. Ja, das heißt, wir versorgen den Makler mit Argumenten, die er dann gegenüber dem Eigentümer oder Verkäufer auch vertreten kann. Vergleichsobjekte suchen, also wirklich sagen, pass mal auf, hier vor 3 Monaten da das Objekt zu dem Preis. Das ist auch immer eine gute Stütze für diese Verhandlung. Und dann wäre mein Tipp eigentlich immer, wenn du dir eine Schmerzgrenze definiert hast, einen maximalen Kaufpreis, den du zahlen möchtest, da etwas drunter anzusetzen mit dem Kaufpreis, mit dem man erstmal reingeht, um natürlich dem Makler oder Verkäufer ein bisschen Luft auch zu lassen, dass sie nochmal nachverhandeln können. Genau, dass die eben sagen, so, dass der Makler dem Verkäufer auch sagen kann, du, jetzt habe ich nochmal 15.000 für dich rausgeholt. Ah ja, okay. Und am Ende landet man im Prinzip da, wo du eigentlich von vornherein hin wolltest. Und vielleicht noch ein Tipp, weil das ist immer in diesen Verhandlungen, wenn ein Makler involviert ist, ein bisschen fies. Die Maklerprovision richtet sich ja nach dem Kaufpreis. Ja. Bedeutet, wenn ich einen Kaufpreis verhandle, verhandle ich gleichermaßen das Honorar des Maklers. Ja. Wir bringen den also in einen Interessenskonflikt. Das kann man ganz einfach lösen, indem man sagt, lieber Makler, die Provision bleibt natürlich unberührt. Ja? Also die Provision wird auf den ursprünglichen Preis bezahlt. Muss man natürlich bereit sein, das zu machen. Ja. Die Provision wird auf den ursprünglichen Preis bezahlt. Mach dir keine Sorgen. Ja, aber zu dem und dem Preis möchte ich die Immobilie kaufen. Man kann sogar mehr noch den Makler auch incentivieren und sagen, pass mal auf, für jede 10.000 Euro, die du beim Verkäufer rausholst, zahle ich dir 1.000 Euro mehr Provision. Ach, wirklich? Okay. Ja. Wow. Kann man machen. Also je nachdem, ne, wenn es wirklich echt ein super heißes Objekt ist und man aber einfach sagt, für den Kaufpreis komme ich überhaupt nicht hin. Und wie gesagt, um den Makler halt aus diesem Interessenskonflikt rauszunehmen, kann man das wirklich ohne einfach so gut formulieren. Ja. Das ist ja echt ein cooler Tipp. Und jetzt Frage zu dieser Aufstellung. Würdest du das schriftlich machen oder mündlich? Schriftlich. Also man macht quasi eine Aufstellung, macht diese Anhänge, dann diese Angebote oder irgendwelche Vergleichsobjekte quasi und da mache ich dann eine schöne Aufstellung und übermittle das dann schriftlich und dann rufe ich nochmal an oder wie? Andersrum. Ich würde erst anrufen und den Makler quasi vorwarnen, so Achtung, ich werde Ihnen jetzt gleich ein Kaufpreisangebot schicken. Das wird unter der Preisvorstellung liegen, die jetzt gerade im Raum steht, aus den und den und den Gründen. Ich hoffe, Sie können das nachvollziehen. Und dann schickst du es einfach per E-Mail durch. Und da könnte ich ihm jetzt auch sagen, und übrigens, Ihre Provision bleibt unberührt. Richtig. An dem Telefonat. Okay. Das ist quasi nicht schriftlich. Oder ist das auch schriftlich? Kann man schon reinschreiben, klar. Okay, wunderbar. Ja. Okay, super. Perfekt. Gut. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich ganz gut eingekreist, wie wir jetzt an das Thema rankommen, dass wir da so einen fairen Preis finden. Manche fragen mich jetzt, wie finde ich jetzt eigentlich raus, günstig, teuer? Das ist eigentlich genau dieses Herantasten. Das wahrscheinlich entwickelt man irgendwann so eine Spanne und dann kann man ja sagen, dass wenn ein Objekt kommt, kann ich es ja mit dieser Spanne vergleichen und dann sehe ich, okay, das ist jetzt viel günstiger als der klassische Durchschnitt oder viel teurer. Genau. Das erfordert einfach, also do your own research, es erfordert einfach Arbeit, sich mit diesem Immobilienmarkt vertraut zu machen. Das ist eben anders als ein Aktienmarkt, wo wir einfach sekunden-genau irgendwie einen Aktienkurs ablesen können. Was kostet die Aktie jetzt gerade? Und was wir bei den Immobilien nicht unterschätzen dürfen, ist einfach der Nasenfaktor. Ja, also man muss wirklich auch das ist ein People-Business, das bewusst zu spielen und auch mal zu fragen, hey, worauf kommt es denn dem Verkäufer eigentlich an? Kommt es wirklich nur auf das Geld an? Oder gerade bei der Kapitalanlage, wenn wir vermietete Objekte kaufen, soll das Mietverhältnis in gute Hände kommen? Ja, man soll in der Eigentümergemeinschaft da in die Fußstapfen eintreten und sich da engagieren. Man soll kein Querulant sein. Ja, also es kommen mehrere Aspekte noch dazu über den Preis, über den eigentlichen Preis hinaus, die man da auch in die Waagschale werfen kann. Kann ja bei der selbstgenutzten Immobilie eigentlich genauso sein, dass da irgendwelche Befindlichkeiten sind. Ja, genau. Ja. Die haben immer auf den Hund aufgepasst. Ja, okay, dann mache ich das jetzt halt auch. Oder wir gehen auch mal rüber zur Grillparty und wir schmeißen auch mal die Poolparty. Ja, ist okay. Oder Straßenflohmarkt, keine Ahnung. Ja, oder irgendwie Garagen oder was weiß ich was. Okay, super. Und jetzt kommt Werbung. Ganz egal, ob ihr jetzt schon eine Immobilie sanieren wollt oder erstmal den Markt beobachtet und noch weiter zur Miete bleibt, eine Sache könnt ihr wirklich sofort umsetzen und das ist der Wechsel zu echter Ökoenergie.
Und das Coole daran ist, dass ihr auch wirklich Geld dabei sparen könnt. Ich habe nämlich letztens unsere Endabrechnung von Ökogas und Ökostrom vom letzten Jahr bekommen und wir konnten uns über eine ordentliche Rückzahlung von über 800 € freuen. Ja, und das lag vor allem an den günstigeren Preisen von unserem neuen Versorger, den ich euch echt ans Herz legen kann. Und das ist nämlich Polarstern. Polarstern ist nämlich ein echter Ökostromanbieter. Ihr bekommt dort immer 100% Ökoenergie, bei Strom genauso wie bei Gas. Und es gibt auch diverse Spezialtarife für PV-Anlagen, Wärmepumpe oder Elektroauto. Außerdem bietet Polarstern ganz spezielle Lösungen an, wie zum Beispiel die Kaskadenmessung. Und dabei unterstützt Polarstern die Energiewende pro verkaufter Kilowattstunde so stark wie kaum ein anderer. Und zudem sind sie auch noch zertifiziert durch das grüne Stromlabel und sie fördern den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und weltweit in Entwicklungsländern wie in Kambodscha und Madagaskar. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh Mann, ja, Stromversorger wechseln, das wollte ich auch noch unbedingt dieses Jahr machen, steht auf meiner To-Do-Liste schon ganz lange, dann sage ich jetzt angehen, denn ihr könnt sofort Energiekosten sparen, indem ihr zu einem echten Öko-Energieversorger wechselt. Ja, wenn euch das überzeugt hat, dann schaut doch gleich bei Polarstern vorbei und wer mit dem Code HOLYHOME zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 € auf die nächste Jahresabrechnung. Alle Infos und den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt mal ganz klassisch zum Rechnen. Also man hört ja immer, die Investoren spitzen ihren Bleistift und dann wird gerechnet. Wie macht man sowas? Also wenn ich jetzt so, sage ich mal, wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe, aber ich will jetzt da auch mal so eine Rendite ausrechnen. Ja. Also, sehr gute Frage. Wir rechnen bei einer Kapitalanlage Immobilie immer mit der sogenannten Bruttomietrendite. Das ist die monatliche Kaltmiete, die ich bekommen kann, mal 12, also die Jahresnetto-Kaltmiete, und die teilen wir durch den Kaufpreis. Beispiel, ich habe eine Wohnung, die kann ich für 500 € kalt vermieten, sind 6.000 € im Jahr. Diese Wohnung kostet 100.000 €, dann wäre die Bruttomietrendite 6%. So, und jetzt weiß man natürlich nicht, ist es jetzt schlecht oder ist es gut? Auch dafür lohnt es sich natürlich wirklich mal, mehrere Objekte nebeneinander zu legen und zu vergleichen. Und es hat massiv etwas mit dem Standort zu tun. Also 6% in München wäre sensationell. 6% in Bautzen wären 4% zu wenig. Ah ja, okay. Ja? Also diese Rendite ist immer massiv abhängig von dem Standort, an dem ich schaue. Das heißt, das darf ich eigentlich nicht untereinander vergleichen. Und wenn du mich jetzt fragst, ab wann lohnt sich das denn, dann würde ich immer schauen, wo steht denn jetzt gerade der Zins? Ja, weil die Bruttomietrendite, die muss zwingend mindestens so hoch sein wie der Zins, ist wirklich die aller unterste Anforderung. Also im Moment würde ich sagen, haben wir so Zinsen zwischen 3,5 und 4%. Das heißt, ich brauche mal mindestens 4% Bruttomietrendite, um meine Zinsbelastung überhaupt zu zahlen. Und wenn ich dann das Spiel machen möchte und sagen möchte, der Mieter, in Anführungszeichen, soll meinen Kredit auch abzahlen, dann brauche ich natürlich noch zusätzlich 1,5% die Tilgung. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt Zins und Tilgung, sagen wir mal 5,5% zusammen habe an Annuität, dann brauche ich eine Bruttomietrendite von 5,5%, damit die Kaltmiete die Rate an die Bank deckt. Dann bleibe ich immer noch auf den nicht umlagefähigen Kosten sitzen, in Anführungszeichen. Genau, das Hausgeld, was ich nicht umlegen kann, und auch Rücklagen und so muss ich dann aus eigenem Geld bestreiten. Aber so würde ich vorgehen, also wirklich Mindestanforderungen so hoch wie die Zinsen, weil ich leihe mir nicht für 4% Geld, um es dann für 3% anzulegen. Das ist Geldvernichtung, das machen wir nicht. Ja, okay. Und so kann man es eigentlich relativ einfach sich überlegen. Okay, super. Du hast ja ein ganz interessantes Lebenskonzept, weil, also empfinde ich, weil du besitzt ja einige Immobilien, wie du uns ja vorher schon erzählt hast, lebst aber ganz bewusst zur Miete in München. Warum machst du das? Also was ist da der Hintergrund? Weil man denkt sich natürlich oft, der klassische Weg ist ja erstmal der Weg ins Eigenheim und dann kauft man sich vielleicht danach 1, 2 Wohnungen noch zur Kapitalanlage. Aber so rum hört man es wirklich selten. Okay. Also, ich bin mittlerweile 38 Jahre alt und ich habe noch nie im selbstgenutzten Eigentum gewohnt. Also, ich habe wirklich Zeit meines Lebens immer gemietet. Ich
darf natürlich nicht ausrechnen, wie viel Geld ich für Miete ausgegeben habe und das natürlich, ne, klar. Bei mir ist es einfach, ja, wie man immer so schön sagt, eine Lifestyle-Entscheidung. Also ich bin in Bielefeld geboren, ich habe in Essen gelebt, ich habe in Köln gelebt, ich lebe jetzt in München. Also ich bin regelmäßig umgezogen, habe mich dadurch auch beruflich weiterentwickelt. Bedeutet, ich habe auch eine Gehaltsentwicklung gehabt, die ich unter Umständen nicht gehabt hätte, wenn ich den Job nicht so gewechselt hätte. Das hätte ich mir schwierig vorgestellt wenn ich dann immer überall ein Eigenheim gekauft hätte. Und jetzt in München ist es ganz klar so, da könnte ich mir im Eigentum den Standard, den ich jetzt habe, gar nicht leisten. Ja, es ist einfach, also teurer, hier ein Eigenheim zu finanzieren, als eine Mietwohnung zu bewohnen. Die Mieten sind auch enorm. Also ich zahle für meine Einzimmerwohnung 1.200 € warm. Ja, Wow, okay. so richtig viel Geld. Ja. Aber also wenn ich die jetzt finanzieren würde, die Wohnung, also die kostet die bestimmt 330.000 €, 350.000. Ja. Wahnsinn. Und wenn man sich halt für dieses Big City Life entscheidet, so wie ich das mache, und ich liebe das auch, ich mache alles mit dem Fahrrad, U-Bahn, Tram, ja, ich bin total mobil. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht super häuslich. Also ich brauche keinen Garten, ich habe keine Kinder, ich will keine Kinder, ich muss nicht Plätzchen backen, ich brauche brauche ich alles nicht, ist nicht meins. Genau, deswegen Lifestyle. Ah ja, okay. Also Lifestyle. Weil man sagt ja eigentlich auch ganz gerne, dass Eigenheim eine Lifestyle-Entscheidung ist. Ist es auch, klar. Ja, genau. Auf der anderen Seite, also ich glaube das auch, dass es zum Teil wirklich auch eine Lifestyle-Entscheidung ist, weil ja auch viele subjektive Kriterien bei der selbstbewohnten Immobilie immer dazukommen. Aber wenn man jetzt selber eben sich für das Thema Eigenheim interessiert, dann will man ja trotzdem nicht so eine total schlechte Fehlinvestition machen. Also das ist ja immer so die Angst, dass man sagt, ja, ich kann mir vielleicht das Haus im Speckgürtel in München vielleicht irgendwo leisten, aber es ist vielleicht eine totale Fehlinvestition. Wo ist denn da eigentlich so die Grenze? Also Lifestyle und Fehlinvestition. Kann man da irgendwie sagen, bis dahin und dann tut's weh? So? Boah. Also ich würde das massiv von der monatlichen Belastung abhängig machen. Ja? Also es ergibt sich ja irgendwie daraus, was kann ich mir als Einzelperson, als Paar, als Familie monatlich leisten an Wohnkosten. Und man sagt eigentlich, dass die Wohnkosten, sprich im Fall des Eigenheimes, die Rate an die Bank, die Nebenkosten, die ich habe und natürlich auch ein gewisser Puffer für Rücklagen, weil ich muss dieses Haus einfach instand halten, das sollte nicht mehr als 30% des Haushaltsnettoeinkommens sein. Und bitte natürlich auch immer mal rechnen, was passiert, wenn einer krank wird, ja, Elternzeit, Auszeit, whatever. Also wie verändert sich dann die Situation, wenn im Prinzip nicht mehr beide Nettoeinkommen voll zur Verfügung stehen? Das muss auch funktionieren. Und du sagst jetzt Fehlinvestition. Ich würde das Eigenheim nie als Investition bezeichnen. Das ist halt wirklich eine Entscheidung für den eigenen Lebensmittelpunkt. Wenn sich der Wert dieses Hauses dann im Preis nach oben entwickelt, dann ist das schön, aber das wäre auch etwas, womit ich niemals kalkulieren würde. Also dass man sagt, naja komm, wir kaufen das jetzt für 500.000 und in 10 Jahren ist das, weiß ich nicht, 600.000, 700.000 € wert. Wie gesagt, wenn das passiert, ist das schön, aber sollte nicht mit in die Gedanken einfließen, nach meiner Ansicht. Ja. Okay. Und wie könnte man da jetzt so einen Weg finden? Also letztendlich, dass man sich dann über die aktuelle Miete so rantastet, dass man sagt, okay, ich zahle jetzt zum Beispiel, wie du jetzt gerade, 1.200 € Miete, damit komme ich gut über die Runden. Insofern sollte mich alles, wenn ich jetzt quasi selbst nutze, maximal auch dieser Betrag kosten, so, weil ich weiß, damit komme ich aktuell ganz gut aus. Ja, Mal wäre eine abgesehen Herangehensweise. davon, wenn noch eine Elternzeit ansteht, ob es dann vielleicht sich ändert oder so. Mal angenommen, du lebst jetzt nicht in München, sondern es gibt ja auch viele Städte, die nicht so teuer sind und wo vielleicht auch gerade unter Investoren auch gerade total angesagt sind. Ich sage jetzt mal Leipzig, wo man einfach sehr viel hört, dass man da total gut investieren kann und dass da auch sich alles so total gut rechnet. Ist da dann für dich eher kaufen eine vertretbare Option? Ja, tatsächlich. Also man sollte natürlich in dem Fall auch immer mal die Situation betrachten, wie es ist, wenn ich das mal nicht mehr selber bewohne. Ja? Weiß ich nicht, Kinder aus dem Haus, Trennung, Scheidung, wie auch immer. Ja, also man bewohnt es einfach oder doch Berufswechsel, Ortswechsel, Umzug zurück in die Heimat, also was ja alles passieren kann im Leben.
Das heißt, es ist immer eine sinnvolle Betrachtung, sich auch mal anzuschauen, wie viel Miete würde ich denn dort erzielen und wie würde sich das Ganze dann rechnen, wenn ich es quasi umwandle vom Eigenheim in die Kapitalanlage. Bei Wohnungen ist das natürlich super gut möglich. Häuser, also wirklich Einfamilienhäuser, die zu vermieten, schwierig. Also ich glaube, dann würde ich es eher verkaufen tatsächlich, weil also erstmal kriegt man es pro Quadratmeter nicht so gut vermietet wie Wohnungen. Ja. Ne? Du hast dann im Prinzip die sämtlichen Instandhaltungskosten, die du aus einer Miete irgendwie bestreiten musst. Also ein Einfamilienhaus ist definitiv kein Kapitalanlage-Investment-Case, würde dir jeder auch so sagen. Ja. Und vor allem, wenn du jetzt, ich meine, stell dir vor, du hast ein Haus gekauft, du hast es bewohnt, dann ziehst du aus, es zieht eine andere vierköpfige Familie ein. Dieses Haus ist mit diesem Mietverhältnis ja fast unverkäuflich. Wer kauft denn ein vermietetes Haus? Also wir kaufen ja Häuser, weil wir selber einziehen wollen. Und wenn du dann immer gleich erst Eigenbedarfsklage und dann Familien halt, weißt du, mit Kita, Schule, Ponyhof, wenn die sich da erstmal eingerichtet haben, auch schwierig. Ja, also bei Wohnungen finde ich das einen guten Gedanken, bei wirklich Häusern würde ich gut überlegen. Ein Punkt kann ich da noch ergänzen aus meiner eigenen Geschichte. Und zwar ist es auch so, wir haben in meiner Familie auch vermietete Einfamilienhäuser und wir kriegen keine Hausverwaltung dafür. Ja. Weil die natürlich sagen, nö, wir machen erst ab 6 bis 8 Parteien. Das heißt, wir müssen jetzt alle Schwestern zusammen diese Häuser verwalten, was natürlich auch nervig ist, wenn man nicht in der Nähe ist, muss man auch noch dazu sagen. Also wenn man dann auch wegziehen will, dann ist vielleicht Verkaufen wirklich die bessere Option, wenn man dann den Verwaltungsaufwand nicht haben möchte. Genau. Ja. Okay. Und jetzt wollte ich noch auf den letzten Punkt eingehen. Und zwar Social Media streut auch ganz gerne unterschiedliche Statements, die werden immer so pauschal rausgehauen. Und zwar heißt das immer ganz gerne, ein Eigenheim ruiniert deine Bonität. Und genau, und ich wollte jetzt mal so ein bisschen differenziert darauf eingehen. Stimmt das wirklich, deiner Meinung nach? Und wie kann man das so ein bisschen, vielleicht erklären und auch abgrenzen, wie man diesen Fehler vielleicht nicht macht? Also erstmal alles, was sich auf Social Media klickt, wird weiter ausgespielt. Ja, also es hat nichts damit zu tun, ob das dann richtig oder falsch ist. Genau. Alles, was irgendwie Aufmerksamkeit bekommt, wird gespreadet. Und je nachdem, wonach du suchst, die Antwort bekommst du. Also vielleicht mal, warum wird diese Aussage getroffen? Ja, das heißt dann ja im Prinzip, ein Eigenheim ist keine Investition. Das würde ich unterschreiben, weil eine Investition ist für mich nur etwas, was mir Geld in die Kasse reinspült. Also eine vermietete Immobilie kriege ich Miete zurück. Ja, eine Aktie, die ich kaufe, kriege ich Dividende zurück. Das ist eine Investition. Ein Eigenheim ist primär eine Verbindlichkeit. Punkt. Bis sie abbezahlt ist. Ja, auch dann, weil auch dann kriegst du ja kein Geld zurück. Ja, stimmt. Es sei denn, du vermietest ein Zimmer unter oder ich mache Einliegerwohnungen. Sowas, genau. Ja, okay. Also schönes Konzept übrigens, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, eine Wohnung selbst zu bewohnen und die anderen Wohnungen zu vermieten. Das kann so ein bisschen eine Hybridlösung sein. Coole Idee. Oder 2 zusammenzulegen und dann den Rest zu vermieten. Ja. Ein Eigenheim bringt mir kein Geld zurück, deswegen wird es als Verbindlichkeit und nicht als Investition bewertet. Natürlich habe ich, wenn ich im Eigenheim wohne, keine Mietzahlung zu leisten. Ja, also ich habe halt entweder Wohnkosten, entweder Wohnkosten in Form von Miete oder Wohnkosten in Form von Rate an die Bank und Nebenkosten. Also wenn ich wirklich vorhabe, beides zu machen, wenn ich ein Eigenheim haben möchte und eine Kapitalanlage, dann ist es total ratsam, das mit einer Bank von vornherein auch so zu besprechen, um dann zu sagen, hey, wie viel Budget habe ich denn fürs Eigenheim? Wie viel Budget bleibt dann für die Kapitalanlage oder andersrum? Also eine Kapitalanlage, wenn die richtig gut funktioniert, wenn du eine gute Rendite hast, verbessert die ja sogar deine Bonität. Also wenn du mehr Miete einnimmst, als dass du monatliche Belastung hast, dann machst du eben deine Bonität besser. Und das ist, glaube ich, das, was Social Media auch so meint in der weitläufigen Meinung. Also genau, das wirklich strategisch von Anfang an mit einer Bank vorbesprechen, wenn ich beides machen möchte. Und wir haben natürlich eine Limitation einfach im Eigenkapital, logisch. Ja. Das Eigenkapital ist in der Regel in der Eigenheimfinanzierung besser aufgehoben als in der Kapitalanlage, weil ich bei der Kapitalanlage Zinsen steuerlich geltend machen kann. Das heißt, da fallen die Zinsen nicht so sehr ins Gewicht wie
beim Eigenheim. Das heißt, wenn ich irgendwie sage, ich habe x 1000 Euro Eigenkapital zur Verfügung, ich möchte beides machen, dann das Eigenkapital eher ins Eigenheim stecken und die Kapitalanlage mit weniger Eigenkapital finanzieren. Ah ja, okay, stimmt, macht Sinn. Super, vielen Dank. Also ich glaube, das war jetzt wirklich nochmal ein total wichtiger Punkt, weil man hört es ja immer wieder, geh einfach mal zur Bank und lass dir dein Budget sagen und dann machst du dich quasi auf die Suche, vergleichst deine Objekte und darfst halt einen gewissen Budgetrahmen nicht sprengen. Und in der Tat habe ich mir dann auch immer gedacht, na ja, aber die haben ja gar nicht genau geguckt, ob ich eben, wie gesagt, noch eine zweite oder dritte Kapitalanlage da in diesem Budget noch drin haben will oder ob ich schon fleißig meine Sparpläne für meine Altersvorsorge also ob ich da schon ein ETF-Depot habe, das ich ja quasi auch damit sollte ja auch noch quasi gemacht werden, dass man am Ende, sage ich mal, mit 65 gut aufgestellt ist. Und dass dann gerne einfach so pauschal das genommen wird und dann habe ich da eine gewisse Summe und dann, glaube ich, ist es wirklich so, dass dann vielleicht die Bonität wirklich drunter leidet, wenn ich das so gar nicht berücksichtige und einfach, genau, und dann mir irgendeine Summe nehmen lasse und dann sage ich vielleicht noch, ach, jetzt muss ich es nochmal nachfinanzieren, weil das Dach ist doch teurer geworden. Und, also ich meine, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, wer mehr verdienen kann, sich mehr leisten. Ja, also das so pauschal zu sagen, hängt halt einfach massiv davon ab, was verdiene ich, wie alt bin ich auch, sprich, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch bis zum Renteneintrittsalter, Stichwort, bis wann sollte oder muss es denn eigentlich getilgt sein, also super individuell und deswegen ist das einfach in einem Bankgespräch am allerbesten aufgehoben, diese Frage. Ja, genau. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass man mit den Gedanken also das schon auch mitnimmt, weil ich glaube, manchmal entstehen ja Sachen auch so auf dem Weg und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt auch hier, weil meine Hörer sind gerade in dieser Orientierungsphase, ob Eigenheim, Mieten, Eigenheim, wie soll ich es machen? Insofern ist dein Beispiel ja auch sehr inspirierend für den einen oder anderen. Aber dass man jetzt eben, wenn man in dieser Orientierungsphase ist, diese Gedanken wirklich ins Bankgespräch mitnimmt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, genau, cooler Punkt. Super. Dann wollte ich zum Ende nochmal fragen, ob du vielleicht den Hörern und Hörerinnen nochmal so 1, 2 Tipps oder Ratschläge so mit auf den Weg geben möchtest. Genau. Ja, also ich habe lange überlegt, was der eine Tipp ist, aber also was mir einfach total am Herzen liegt und das ist auch einfach meine Mission als Mrs. Property. Ich selber möchte finanziell unabhängig werden und ich möchte anderen Menschen helfen, finanziell unabhängig zu werden. Und ich habe schon wirklich einige Leute gesehen, die sich mit dem Eigenheim echt übernommen haben und finanziell an die Belastungsgrenzen kommen, mental, ne, was einfach so die Leistungsfähigkeit an die Belastungsgrenze kommen. Und ich möchte euch einfach wirklich an euch appellieren, dass ihr euch da vorher klug Gedanken drüber macht, dass ihr genau wisst, was kommt da auf mich zu finanziell und dass ihr bitte, bitte nicht in dieses Hamsterrad geratet, nur noch arbeiten für das Eigenheim. Weil wir haben alle schon mal einen Job gehabt, der uns keinen Spaß gemacht hat. Wir haben alle schon mal erlebt, dass es irgendwie dem Arbeitgeber auf einmal plötzlich nicht mehr so gut geht. Und bitte, bitte strukturiert es so und sorgt dafür, dass euch das nicht schlaflose Nächte bereitet, sondern dass ihr wirklich da, einfach euch nicht übernehmt. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Genau diese Punkte besprechen wir auch hier in dem Podcast immer wieder, dass man eben auch wirklich, ob das flexible Grundrisse sind oder eben Einliegerwohnungen, also oder eben auch diese Idee mit dem Mehrfamilienhaus und ich habe nur quasi eine Wohnung, kann vielleicht zweimal zeitweise, wenn die Kinder da sind, dazu mieten und zusammenlegen. Danach, wenn die wieder ausgezogen sind, dass ich sie quasi wieder verkleinere, dass ich wirklich nur bedarfsorientiert lebe und wohne. Genau diese Ideen, versuche ich eben auch so damit zu inspirieren, dass man nicht immer pauschal, ich bin jetzt bin 30, habe 2 Kinder und jetzt muss ich ein Einfamilienhaus mit 250 Quadratmeter kaufen, wo ich dann eigentlich am Schluss stehen die Hälfte der Zimmer leer, weil die Kinder ausgezogen sind. Ja. Aber ich habe sie trotzdem bezahlt und abbezahlt und bin dann auch finanziell in so einer Hamsterrad drin. Das ist eben genau der Punkt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz weiser Ratschlag. Vielen, vielen Dank, Maike. Schön, dass du uns so viele Insider-Tipps gegeben hast, wie quasi eine echte Immobilieninvestorin die ganze Sache angeht. Und auch dein Lebensmodell, wie du quasi Eigenheim und deine Immobilieninvestitionen gestaltest, finde ich auch sehr, sehr inspirierend.
Für alle Hörer und Hörerinnen in München oder anderen teuren Gegenden ist das vielleicht auch ganz cool. Ja. Und deshalb vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, Anna. Danke fürs Zuhören. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Sodala, das war das Interview mit der Immobilieninvestorin Maike Kipka. Ich fand das Gespräch so richtig cool, weil sie wirklich so einen Insider-Tipp nach dem anderen rausgehauen hat. Und was ich auch richtig gut fand, dass man mit ihr auch sehr differenziert über das Thema Eigenheim sprechen konnte und dass es nicht nur so schwarz-weiß war. Ja, wie geht's jetzt hier im Podcast weiter? Nächste Folge habe ich die Journalistin Kerstin Bund von der SZ zu Gast, die einen vielbeachteten Artikel geschrieben hat, wie ein Eigenheim das persönliche Ich verändert. Und wir klären zusammen die Frage, ob ein Eigenheim wirklich einen zum Spießer macht. Also seid gespannt. Und wenn ihr jetzt noch Freunde und Bekannte habt, die auch überlegen, eine Bestandsimmobilie zu besichtigen und ihr das Gefühl habt, diese Folge zum Thema fairer Preis könnte ihnen weiterhelfen, dann teilt doch unbedingt diese Folge mit ihnen. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.